7 Mini-Burger, 7 Mini-Lobster-Cocktail. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Knappe 6 Kilo. Viel Spaß. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Hauptkanal Big M und damit natürlich einer neuen persönlichen Challenge im Rahmen unserer Journey Big M Lifetime Pass. Es winkt Stempel Nummer 23. Wir sind zurück in München bei Burger and Lobster Bank. BLB, und so heißt auch die Challenge, BLB Most Wanted. Auf der Speisekarte gibt es hier als Signature BLB Most Wanted. Das ist ein Mini-Trüffelburger mit einem Lobster-Cocktail. Das Ganze kostet 24 € und die haben sich eine besondere Challenge wohl überlegt, wo sie gesagt haben, ey, Big M, wir wollen dich jetzt hier mal echt herausfordern und haben uns was Besonderes überlegt und das schauen wir uns jetzt an. Einmal die Kulissen, einmal die Insights und natürlich, was uns erwartet. Let's go! Und schaut da, wir haben einen alten Bekannten getroffen, den Moritz, bekannt aus dem Haxengrill. Wunderbar. Ja! Dessert aus Haus. Danke dir. Und natürlich noch dem Sandribs. 2 Meter Sandribs Sparrows Challenge. Wir sind gespannt auf was schafft. Let's go. Mein Lieber, erstmal wieder vielen Dank für die Einladung. Ich habe gehört, du hast auch, weil wir vor allem jetzt das 4. Mal hier sind, 2-mal Haxengrill, einmal Sandribs, eine besondere neue Challenge parat. Ja gut, wir haben uns was überlegt. Also du bist ja schon Stammkunde mittlerweile. Heute Burger Lobster. 7 Mini-Burger, 7 Mini-Lobster-Cocktail. Das ist ein bisschen wenig. Ist fast nur 1 Kilo. Dachten wir, das schaffst du ja locker. Somit machen wir das Ganze mal 4. 7 mal 4 Lobster-Cocktail, 7 mal 4 Mini-Trüffelburger ergibt dann insgesamt mit den Toppings, mit allem, knappe 6 Kilo zum Essen. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Also quasi 28 Portionen, weil ich habe es gerade schon mal den Leuten auf der Speisekarte gezeigt. Genau. Ihr habt quasi Signature BLB Most Wanted, was 24 € kostet. Das ist ein Mini-Trüffelburger mit einem Lobster-Cocktail. Genau. Und du willst mir das Ganze jetzt 28 Mal geben, das heißt 56 Dinger. Genau, aber man muss fairerweise dazu sagen, das ist unsere Vorspeise. Ja? Das ist in klein. Okay. Wir haben das auch in groß. In groß gibt es dann den großen Burger mit einem halben Hummer. Und du kriegst aber heute den Lobster-Cocktail und den Mini-Burger. Aber trotzdem ist es eine Menge. Das ist unsere beliebteste Vorspeise. Darum Most Wanted. Das ist unsere beliebteste Vorspeise. Ach krass. Ja. Und darum kriegst du heute diese beliebteste Vorspeise. Aber halt wie gesagt 28 mal 2, 56 Portionen, knappe 6 Kilo. 6 Kilo? Knappe 6 Kilo, ja. Boah, das ist krass. Also ich will auf jeden Fall den Stempel haben, denn wenn ich diese Vorspeisen hier gleich mal schaffe, auch wenn es viel wird, will ich auf jeden Fall irgendwann mal diesen großen Burger mit diesem großen Den kriegst du dann das nächste Mal, wenn du kommst. Aber wie gesagt, München ist ja gefühlt deine zweite Heimat. Ja, ich bin gerne hier. Ich sehe auch dich gerne. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal keine Zeit verlieren. Ich habe jetzt so echt langsam Hunger bekommen, vor allem auch wenn ich die Vibes hier sehe. Und dann bin ich gespannt, nicht nur wie die Challenge aussieht, sondern vor allem auch, wie das geschmacklich rüberkommt. Denn ich sag mal, für 24 € Mini-Burger, Lobster-Cocktail, da war nicht viel, aber bei dir... Trüffel dabei, Hummer dabei. Und es ist eine Vorspeise. Ja, es gibt noch eine kleine Überraschung. Vielleicht gibt es heute Abend vielleicht eine kleine Hauptspeise, aber dazu nachher mehr. Also Leute, ich würde sagen, lasst uns fertig machen. Die Challenge nehme ich an, Moritz. Ich gehe Burger braten. Let's go. Viel Spaß. Moritz, du hast aufgetischt. Yes. Und du hast nicht so viel versprochen, ne? 4 Reihen und dann jeweils 4 Platten mit 7... 7 Mini-Burger, 7 Mini-Lobster-Cocktail. Und das Besondere an denen ist jetzt wirklich Trüffel. Es ist Trüffel, es ist Prime Beef aus der USA, also wir wollen US Prime Beef, Portweinschalotten, selbstgemachter Trüffel-Mayo. Also quasi, da sind die, also das sind Schalotten? Das sind die Portweinschalotten, drunter ist ein großer Klecks Trüffel-Mayo mit frisch geriebenen Trüffel, oben auch ein kleiner, oben noch ein bisschen und dann wie gesagt selbstgewolftes US Prime Beef, darum hat das auch alles seinen Preis.
weil es halt einfach die höchste Qualitätsstufe ist. Maine Lobster. Was ist da alles dann drin im Cocktail? Also klar, Lobster und Lobster, Ananas, Apfel, Cocktailsoße, Also Eisbergsalat, süßlich, ein bisschen Dressing, Salatdressing. Unten beim Eisbergsalat drin bringt so eine Frische. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Ich auch, weil wie gesagt knappe 6 Kilo. Das Krasse ist, wenn ich das jetzt vergleiche, wenn das jetzt zum Beispiel größer ist als der, ich sag mal, normale, also der größte Redo-Burger, den ich ja letztens hatte, war der beim Redo. Ja. Der hat normalerweise 4,4. Der ist aus Versehen, ich sag mal, auf 5,5 gegangen und das hier ist jetzt noch mal mehr und es sieht gar nicht danach aus. Das finde ich immer so krass, dieses Verhältnis, was gar nicht danach aussieht. Mal einen hoch, dann ich wollte gerade sagen, aber wenn 100 Gramm, ich sag mal so ein Ding wiegt, ne, und dann jetzt mal 56, also knappe 60, das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, aber weißt du, worauf ich mich freue? Auf einen geilen Geschmack, ein geiles Essen. Weil darauf legst du vor allem Fokus und damit würde ich sagen, Leute, machen wir uns ready. Viel Spaß beim Zuschauen. Und legen los. Viel Spaß. Let's go. Damit würde ich sagen, ist alles ready für ein geiles Video, für ein geiles Livestream und ich glaube die luxuriöste Challenge, die wir bisher hatten. Und damit würde ich sagen, auf geht's in die legendäre Burger & Lobster Most Wanted Challenge. Es winkt Stempel Nummer 23 im Big M Lifetime Pass. Viel Spaß. Let's go. Fangen wir mal an mit einem Cocktail, da bin ich nämlich als allererstes gespannt. Alles als Vorspeise. Oh. Ich muss sagen, ich liebe ja sowieso Eisbergsalat. Das ist schon mal der Vorteil. Und ich bin ja auch so ein Meeresfrüchte-Fan. Und es ist richtig viel Soße, ne? Richtig, richtig viel Soße. Ihr seht, wie es richtig tropft, ne? Und diese süßliche hat natürlich auch einen richtig geilen Geschmack zu dem Lobster. Und wenn ich überlege, das waren jetzt 12 Euro. Und die jetzt weg sind. Wie krass, ne? Ich würde sagen, wir machen uns an die nächsten 12 Euro. Denn damit gehen wir in den ersten Mini-Burger. Und ich bin mal gespannt, wie wir dann weitermachen. Boah. Vom Fleisch her, ne? Boah. Das ist schon ein krasser Trüffelgeschmack. Also ich muss auch sagen, das Fleisch, Medium Rare, finde ich super. Ich hätte gedacht, ich kriege den in 2 Dingern weg, aber es ist doch größer, als ich dachte. Geil. Auch mit der Trüffel-Mayo. Erst das erste Mal wirklich jetzt diesen Lobster-Cocktail und so einen Mini-Trüffelburger. Und ich weiß nicht, ob es eigentlich nur eine Vorspeise ist, denn ich glaube, das kann mehr als das. Was mir jetzt noch fehlen würde, aber da wäre ich so ein bisschen dreckig, wären so 1, 2 Soßen vielleicht noch dazu. Ich weiß, vielleicht macht man das nicht auf so einen Trüffelburger mit dazu, aber wisst ihr, so oben so ein, kennt ihr so ein Zipfelchen von dieser Trüffelsoße noch so oben drauf, wisst ihr? Das hätte vielleicht noch was. Ist der erste Gedanke, der mir einfällt, aber schmeckt auf jeden Fall mega. Fleisch ist top, Trüffel, super Geschmack. Also vom Fleisch muss man auch sagen, nicht nur, dass es geschmacklich halt so gut rüberkommt, ne, von der Qualität, man schmeckt es halt. Und was ich immer finde, und da muss man ganz aufpassen, das sage ich wie bei mittlerweile Yuppie-Soda oder so, bei der Trüffelmayo oder beim Trüffel allgemein ist es schwierig, diese Balance zu finden, dass das nicht zu sehr nach diesem krassen Trüffel schmeckt. Ne? Und das ist definitiv hier Stand jetzt. Ich bin mal gespannt, ob das bei allen Burgern ist. Hätte beim ersten schon mal gelungen, beim ersten Cocktail. Und damit würde ich sagen, schaut ihr einfach mal, wie weit wir kommen. Geschmacklich ist es heute, ich sag mal, zweilastig. Einmal mit Lobster, einmal mit dem Burger. Aber ich will nicht zu viel Zeit verschwenden, denn die Burger sind noch geil warm. Die Lobster passen dazu. Ein bisschen frische, knackiger Salat noch. Ich will nicht, dass es zu sehr durchsaftet. Und damit legen wir los. Haben wir uns nämlich gerade überlegt, wir ziehen jetzt so ein bisschen seitlich weg. Denn erst hatte ich überlegt, wie so eine Anführungsstrichen Line, so von links nach rechts wegzuziehen. Aber ich glaube, diese Kombination zwischendurch immer wieder ein Cocktail, ein Burger und damit vielleicht auch so ein, ich sag mal, vielleicht was für YouTube, wo wir auch so einen kleinen, ich sag mal, einen Geldbetrag drüber spenden können, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir es jetzt so seitlich. Hab jetzt von vorne, links nach rechts, habe ich gesagt, ziehen wir die Reihen jetzt immer weg. Tu die Gläser dann auch nachher am Ende zu. Das Witzige ist, Moritz und ich haben gerade eine neue Challenge ausgemacht. Wir machen das Ganze immer im Livestream. Wenn wir jetzt 1,5 Millionen Likes auf TikTok machen und 500 Likes auf YouTube, deswegen kommt immer in den Livestream, wenn ihr könnt, machen wir noch eine zweite Challenge, denn er will das Format Beat Big M mal mitmachen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wenn ihr wollt, dass ich das Ganze mache, ich bin immer für sowas zu haben, gerade auf unserem Zweitkanal, wo das Ganze dann kommt, Big M TV, ist das Ganze jetzt so,
1,5 Millionen Likes auf TikTok, 500 Likes auf YouTube. Und dann wird es noch eine zweite Challenge auf unserem Big M TV-Kanal geben. Das werdet ihr natürlich sehen, wenn das Video oder bis dahin natürlich veröffentlicht wurde. Aber deswegen kommt gerne immer ein Livestream. Ich habe jetzt besonders Bock zu essen. Also, ich würde sagen, weiter geht's. Und ich schau mal, wie viel ich erstmal hier schaffe, denn die erste Challenge muss ich erstmal schaffen heute. So, meine Lieben, damit haben wir eine komplette Tellerreihe soweit durch. Machen jetzt, glaube ich, wieder hier schön. Das gefällt mir ganz gut, weil immer dann dieser unterschiedliche Geschmack kommt. Einmal vom Cocktail, einmal vom Burger. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum man das als Vorspeise zusammenstellen kann, weil diese Kombination einfach ganz geil ist. Natürlich geht der Cocktail viel leichter runter, ne, durch den Salat. Ist immer durch auch diese Soße, durch das Dressing und weil vor allem auch Lobster viel besser zum Kauen ist. Aber der Burger schafft natürlich umso mehr, ne? Schmeckt natürlich, ja, vielleicht sogar aber so ein bisschen geiler. Hat natürlich durch den Trüffel nochmal einen intensiveren Geschmack. Und auf jeden Fall, ja, merke ich, dass die Leute im Livestream gerade richtig Bock haben, Gas zu geben. Ist schon quasi fast 500.000 auf TikTok erreicht, damit ein Drittel schon nach kürzester Zeit. Und auf YouTube ist auch schon 200 Likes. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf Big M TV noch eine zweite Challenge seht, die ich mit Moritz hier mache, ist sehr groß. Aber das werdet ihr am Ende noch erfahren, spätestens bei dem Video, was rauskommt. Jetzt mache ich erstmal weiter mit der zweiten Platte und den nächsten 14 Sachen, die vor mir sind. Wir haben jetzt 34 Minuten um und damit habe ich jetzt die Hälfte jetzt weg, eine ganze Seite der Platte und habe es wirklich genossen, das Ganze in Kombination zu essen. Habe quasi jetzt immer, einen Burger genommen, dann so eine Gabel von dem Lobster, ein bisschen so kombiniert, mal ein bisschen mehr Burger, mal ein bisschen mehr Lobster. Also so harmoniert super. Also wie gesagt, ich weiß, warum es als Vorspeise ist, aber Halleluja, es stopft mega. Also wenn ich überlege, nee, ich will es gar nicht wissen, wie viel das jetzt schon war an Essen. Plus halt an, ihr seht es ja, boah, Schluckkopf ist da. Dadurch, dass ich den Lobster halt echt gut löffeln kann mit dem Burger, das dann super runtergeht, ist natürlich auch so, dass ich ganz gut schnell essen kann. Das würde ich, glaube ich, noch länger brauchen. Aber es ist trotzdem, immer wieder krass, wie viel oder wie wenig eigentlich nach was aussieht und wie viel es dann letztendlich ist. Ne? Aber ich würde sagen, ich greife wieder nach vorne, mache von vorne weiter und dann ziehen wir hoffentlich so nach und nach das nächste Tablett weg. Weiter geht's. Leute, wir haben jetzt 3/4 geschafft in 50 Minuten. Ich habe schon gedacht, dass ich so 1,5 Stunden brauche. Genau wie gesagt bei dem größten Burger Deutschlands, weil es halt in die ähnliche Region geht oder noch ein bisschen mehr sogar ist. Flutscht natürlich durch die Cocktails ein bisschen besser, stopft aber natürlich mega. Ne? Also ich sag mal, auch für mich sind die Vorspeisen irgendwann keine Vorspeisen mehr. Und ich muss überlegen, oder nee, ich darf gar nicht daran überlegen, dass es jetzt noch 1/4 ist von dem, was bis jetzt schon war. Ich meine, 3/4 haben wir damit geschafft, aber wenn ich überlege, jetzt einfach noch 7 Mini-Burger, 7 Cocktails, hört sich wenig an, wenn man anfangen würde, in Anführungsstrichen, wobei ich glaube noch nicht mal, dass das viele schaffen würden, jetzt 7. Ich überlege, nach 50 Minuten jetzt schon, Halleluja, das wird definitiv noch eine Aufgabe, aber ich bin weiterhin optimistisch wie immer, gebe mein Bestes und würde sagen, machen wir mal weiter. Let's go! Stunde 4. Nachdem ich wirklich die letzte Platte angefangen habe, merke ich echt so, wie anstrengend es einfach wird. Und ihr seht auch einfach, wie viel in diesem Cocktail drin ist. Ne? Das ist jetzt einfach so die Hälfte davon. Ich versuche weiter Gas zu geben, aber das Kauen wird immer anstrengender, merke ich nach der Zeit. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil, wisst ihr, der Geschmack ist halt immer noch gleich. Ist aber vom Geilheitsfaktor her, weil es wirklich außergewöhnlich lecker schmeckt. Ich kann glaube ich, missverstehen, warum es auch so, ich sag mal, dementsprechend ein bisschen, von der Preisregion hochwertiger ist als sonst. Aber es ist halt einfach mittlerweile vom Kauen her anstrengend geworden, weil es diese Masse dann auf einmal ist, ne? Und weil da so viel drin ist, ey, man unterschätzt das krass. Also auch von der Masse her, vor allem in dem Cocktail, Halleluja. Aber ich lasse mir weiter gut gehen, ne? Und versuche die letzten, 4,5 noch zu schaffen. So Leute, damit gehen wir in den letzten Burger, letzten Cocktail rein. Moritz hat sich gerade wieder zu uns gesellt. Und ja, wir haben schon gerade unser Ziel erreicht auf TikTok mit 1,5 Millionen Likes und 500 Likes auf YouTube. Wahnsinn. Damit geht es in eine zweite Challenge gleich rein, für unseren Zweitkanal Big M TV.
Aber ein Schnitzel auch noch hier, ey. Schnitzel, das beste Schnitzel. Ich glaube ever. am meisten, wo ich mich drauf freue, wie gesagt, das kommt alles am Zweitkanal, wäre tatsächlich der Palatschinken. Und ich glaube, ich hätte so Bock auf so eine Palatschinken-Challenge mit dir, ne? Da hätte ich Bock drauf, ey. Ja, aber das süß bin ich nicht so stark. Also da Ne? 3 Challenges schaffe ich nicht an einem Tag. 2 ist schon viel. Ja, machst du heute ein Testessen und dann planen wir. Ja. Du kennst dich ja mittlerweile aus, weißt, wie es zum Hotel geht, weißt, wie es in die Restaurants geht. Das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn die nur ansatzweise so nett sind wie du auch, dann freue ich mich drauf. Ja, ich gehe mit. Ja? Dann sind sie nett. Das du? Ja, ich freue mich jetzt, weil ich habe noch nichts gegessen, ja. Also ich freue mich jetzt gleich auf meinen Schnitzel. Scheiße, ich glaube, ich hoffe, da musst du gleich ein bisschen mehr vom Schnitzel essen, damit du so ein bisschen mehr. Das ist wirklich das beste Gleich Schnitzel der aufsehen. Stadt. Ich liebe es. Ja gut, dann mach du mal deine letzten 2 Gabeln und ich hole dir deinen Cheesecake? New York Cheesecake. Ah, super geil. Also Leute, ihr habt es gehört. Während ich jetzt in meine, ich sag mal, letzte Cocktailgabel tatsächlich gehe, in Kombination mit Burger, und der Moritz jetzt den Cheesecake, weil der darf natürlich nicht fehlen, auch wenn ich es jetzt hier nicht mehr schaffe. Aber ich bin jetzt optimistisch, dass ich die letzten 3, 4 Bissen dann auch noch aufkriege. Und dann gehen wir tatsächlich noch in eine neue Challenge rein. Erstmal werden wir für unseren Zweitkanal gleich nochmal Schnitzel testen. Beste Schnitzel wohl der Start. Vor allem, ich weiß nicht, wie ich die jetzt schaffen soll, nachdem wie es mir gerade geht. Aber jetzt erstmal auf die letzten Bissen hier. So, und damit machen wir es mal für heute. Für alle Hater. Wir machen es nochmal so schön, dass auch fast nicht auf dem Teller aufbleibt. Nochmal schön aufgegabelt hier der ganze Burger. Sehr lecker. Und damit haben wir in knapp 1,5 Stunden, etwas darunter, die legendäre Burger & Lobster Challenge geschafft mit 56, ich sag mal, Items, 28 Mini-Trüffelburger, 28 Lobster-Cocktails im Gesamtwert von knapp etwas 700 €. Also wirklich Wahnsinn. Aber nicht nur, dass ich mich jetzt über meinen, ich sag mal, 23. Stempel freue, sondern ich freue mich auch wirklich auf ein tolles Dessert, was hier auf dem Kanal nie fehlen darf. Und tatsächlich noch auf einen geilen weiteren Tag, denn ich habe es ja vorhin bereits erwähnt, wir werden im Rahmen von Big M TV noch ein bisschen weiter durch München reisen, eine zweite Challenge machen. Und Essen hier für die Ewigkeiten kann ich auch genießen. Also, mir geht's gut, mir geht's super, ich fühle mich echt gut. Ich würde sagen, wir räumen hier ein bisschen auf und dann wisst ihr, was hier nicht fehlen darf, wie ich es gerade erwähnt habe, wird es Zeit für das Dessert. So, schau mal her. Oh. New York Cheesecake. Ganz cremiges Vanilleeis, frisch aus dem Pacojet und Vanillecreme mit Schokokugeln. Du willst mich wirklich fertig machen, ne? Aber es sieht wirklich geil aus. Probieren wir das Vanilleeis, weil wir haben so ein Pacojet, das ist so ein spezielles Küchengerät, Ja. was das tiefgefrorene Eis extra cremig macht. Und dann zerläuft das, siehst du auch, sehr schnell. Aber dafür hast du halt eine Konsistenz vom Eis. Das sieht man schon, wenn man so gabelt, Genau, ne? selbstgemachtes Vanilleeis. Und das ist halt ganz normal im Tiefkühler drin. Und bevor wir es servieren, kommt es durch diese Maschine. 30 Sekunden und dadurch wird es so super cremig. Boah. Cool, geile Konsistenz. Ist gar nicht so in diese Region Gelato, Nee. sondern wirklich ein angenehmes Eis. Ne? Ja. Also das auf der Zunge zergeht. Ja. Ist halt dadurch auch nicht so tiefgefroren kalt. Ja? Dadurch hast du Nee, wirklich mehr nicht. Ne? Geschmacksknospen. So in Richtung schon wie so sahnemäßig, Ja, genau, weißt genau. du? Ja, genau. Boah. Also das schmeckt toll. Ja. Schmeckt wirklich toll. New York Cheesecake, damit hättest du meine Mutter jetzt, hätte jetzt die Herzen von meiner Mutter gewonnen. Ja, dann laden wir doch deine Mutter mal auf den New York Cheesecake ein. Die kommt tatsächlich hin. Hab ja gehört, Ja, sie ja. kommt Genau. in ein paar Tagen. Ja, genau, die kommt tatsächlich hin. Oh, da wird sie sich aber freuen. Na, siehst du, gibt es einen Cheesecake aus Haus. Boah. Letzter Bissen des bisher wirklich geilsten New York Cheesecakes, den ich gegessen habe. Mit tollem Vanille, Eis und Sahne. Jetzt mal unabhängig von den Burgern, von der Challenge an sich, ne, weil das wieder ein tolles Essen. Das Lokal, ihr habt ja die Insights so ein bisschen gesehen, wie das geschmückt ist. Ich war auch mal vor einer Woche, 2, wo ich mir die Location schon mal hier angeschaut habe auf einer Party. Was dann hier auch los ist, wie das Ganze aufgemacht ist. Also es ist wirklich ein toller Ort. Ich glaube, viele kennen den Laden, viele waren schon hier. Was ich krass finde, dass trotz des Preises du auch sagst, dass einfach das Gericht, wie ich es jetzt gerade als Challenge hatte, einfach Most Wanted, das meistbestellteste Gericht ist. Also das heißt ja schon mal was. Und was ich gerade schon auch erwähnt habe, liebe Grüße gehen an meine Mutter Big Mama aus, die liebt New York Cheesecake. Die würde hier jeden Tag ein- und ausgehen. Und ich glaube, selbst die würde hier für einen Big M Lifetime Pass Stempel kämpfen für diesen New York Cheesecake. Also meine Lieben, gerne liken, abonnieren, teilen. Wir beide machen uns jetzt noch auf den Weg durch München, aber vorher fehlt nämlich noch eine Sache und das ist der Stempel. Stempel Nummer 23 im Big M Lifetime Pass. Wir haben gerade ein bisschen philosophiert, die 100 ist irgendwann das Ziel. Dann machen wir vielleicht so ein Big M Lifetime Pass Event, wo vielleicht 10 ausgelost werden und wir so ein kleines Food Festival machen. Aber bis dahin ist noch ein Riesenschritt.
Wir beide machen uns auf jeden Fall jetzt auf dem Weg noch ein bisschen in München Schnitzel testen. Danach gehen wir noch einen zweiten Livestream, eine zweite Challenge, liken, abonnieren, teilen. Und dann bestellen wir, liebe Grüße, Servus und bis vom bald. Burger Lobster aus München, ne? Aus München, in München und um München herum. Ciao, ciao. Ciao.